Mit dem Erfolg vom passiven Investieren melden sich regelmäßig auch Kritiker und Polemiker zu Wort. Sie behaupten, die ETF würden den Markt dumm machen und eine Blase bilden. Was ist an dem dran? Das schauen wir uns im heutigen Coffee Break an. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Im Jahr 2023 ist es am US-Kapitalmarkt zu einer stillen Revolution gekommen. Zum ersten Mal haben passive Anlagen mehr als 50% vom gesamten Fondsvolumen ausgemacht. Auch in Europa zeigt der Trend steil nach oben, auch wenn die Marktdurchdringung von ETF und Indexfonds doch ein bisschen langsamer verläuft. Gründe für den Erfolg von passiven ETF sind folgende. Sie sind dank einem massiven Wettbewerb äußerst kostengünstig geworden und sie sind liquid handelbar. Und obwohl sie günstiger sind, outperformen indizierte, also passive Anlagen, ihre aktive Konkurrenz regelmäßig. Verfechter vom aktiven Investieren sagen, wenn alle passiv investieren, analysiert irgendwann niemand mehr die Unternehmensbilanzen und Erfolgsrechnungen. In der Folge wird es zu mehr Fehlbewertungen kommen und die Effizienz der Märkte erodieren. Die Vorstellung von so einem passiven Kipppunkt ist aber unbegründet. Wieso? ETF halten zwar gut die Hälfte der Fondsgelder, sind aber stumme Besitzer. Sie kaufen und halten einfach, was der Markt als Ganzes macht. Und obwohl passive Fonds stark gewachsen sind, stammen weiterhin über 90% vom täglichen Handelsvolumen von aktiven Playern wie Hedgefonds, Hochfrequenzhändler oder gemanagten Aktienfonds. Und die Preisbildung findet genau dort im Handel statt. Selbst wenn 99% vom Aktienmarkt durch passive Anlageinstrumente gehalten würde, wird es umso lukrativer werden für das 1%, das aktiv tradet. Je ineffizienter ein Markt wird, desto höher wird das potenzielle Alpha, also die mögliche Überrendite für aktive Marktteilnehmer. Das schafft wiederum einen finanziellen Anreiz für professionelle Investoren, gegen den Markt zu wetten. Und solange es genug Trader gibt, die auf jede Fehlbewertung sofort reagieren, bleibt der Preisbildungsmechanismus intakt. Aktives Management hat durchaus eine Berechtigung, und zwar in illiquiden Anlageklassen. Ein Beispiel, das aktive Selektion braucht, ist die Vergabe von Venture Capital, sprich Wagniskapital, an innovative Startups, die bis zum Erfolg viel Kapital brauchen. Private Equity und Venture Capital sollte in einem Privatportfolio aber maximal einen sehr kleinen Teil ausmachen. Hat dir dein Bankberater auch schon die Geschichte von der angeblichen ETF-Blase aufgetischt? Welche Argumente hat er ins Feld geführt? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreibe ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.